Hallo zusammen. Heute geht's um eine wunderschöne Vespa LX50 Zweitakter. Problem heute ist zeitweise starke Rauchentwicklung. Wir gucken mal, wo das Problem ist. Wir schauen uns das langsam in aller Ruhe an. Wenn es euch interessiert, woran nachher das gelegen hat, dann bleibt dran. Bis gleich. So, das Problem mit der Rauchentwicklung, das kann natürlich aus dem Bereich Vergaser kommen. Das schauen wir uns als erstes an. Kann natürlich auch sein, dass die Ölpumpe falsch eingestellt ist und dass dadurch zu viel Öl in den Vergaser gelangt. Das können wir auch nochmal prüfen. Wir fangen aber jetzt erstmal beim Vergaser an. Es kann sein zum Beispiel, dass diese Kaltstartautomatik hier, das Element hier festhängt oder defekt ist oder sonstiges. Wir holen jetzt erstmal den Vergaser raus. Ich habe jetzt schon mal die Schläuche weggemacht, abgesteckt alles und jetzt beginnen wir die Vergaserkappe oben zu demontieren. So. Vielleicht hat auch jemand die Teillastnadel anders eingehängt. Das ist auch eine Möglichkeit, das Gemisch stark anzureichern. Also hier ist auch immer zu prüfen, wie hängt die Nadel in welcher Stellung. Ich würde jetzt mal auf den ersten Blick sagen, die ist okay. So. So, die ist ab. Kommt natürlich noch ein bisschen Sprit raus aus dem Vergaser. Dann schauen wir mal an, was hier das Problem ist. So, also Vergaser gehört gereinigt. So wie der aussieht. Holen den Schwimmer raus. Kann auch sein, dass er zu viel Kraftstoff kriegt. Schwimmernadelventil nicht ganz schließt. Also das sieht soweit relativ sauber aus hier. Schwimmernadelventil scheint optisch in Ordnung zu sein. So, wir holen die elektrische Kaltstartverrichtung raus. So, dann testen wir mal das Teil. So, jetzt probieren wir die Kaltstartverrichtung aus, ob die funktioniert. Schauen wir, was die Stromaufnahme sagt. Die verringert sich. Also im warmen Zustand schließt er die Bohrung. 37. So, jetzt lassen wir es mal weg. Jetzt müsste es wieder einfahren. Das dauert jetzt vielleicht ein bisschen. Bedeutet dann natürlich, wenn der jetzt funktioniert, schon einiges wieder zurückgegangen. So. Also, die haben jetzt überprüft. Das Teil funktioniert. Die Frage ist jetzt nur, wie weit es dann tatsächlich zurück muss. Hier, das kann ich nicht sagen, aber definitiv ist es so, wenn da kein Strom ankommt und das Ding nicht arbeiten kann, dann haben wir natürlich im kalten Zustand, sind die Bohrungen natürlich offen und es kommt durchweg zu viel Sprit rein. Ja? Also wir haben zu fettes Gemisch in allen Bereichen, weil diese Nadel soll unten die Bohrung wieder verschließen und es geht natürlich nur, wenn Strom ist. Jetzt ist es natürlich auch so, dass der Strom sollte wohl vorhanden sein, wenn das Moped läuft, dass dann der Spannungsverteiler, sage ich jetzt mal, dass der den Strom durchschaltet. Und wir haben jetzt geprüft, dass
die Leitung vom Verteiler bis zu dem E-Choke in Ordnung ist. Also da haben wir auf jeden Fall Durchgang. Jetzt müssen wir noch prüfen, ob wir dann bei betriebswarmen Motor beziehungsweise bei wenn der Motor läuft, ob dann da eben Spannung anliegt. Würde bedeuten, wenn Spannung anliegt, dass das System grundsätzlich in Ordnung ist. Ich werde dieses Teil trotzdem tauschen, weil vielleicht hängt es ja ab und zu oder irgendwie, also da sehen wir das Problem, also das werde ich tauschen. Was hier auch nochmal wichtig ist, Vergaser, ja, wenn man den gereinigt hat, dass man eben diese Zulaufdüse hier, dass die wirklich drin ist, ja. Die fällt halt gerne mal raus, die rutscht halt mal raus. Wenn man das Ganze hier reinigt und die geht raus, dann ist natürlich der Zulauf ein viel höherer und du hast da auch durchweg mehr Sprit, der da reinkommt, ne, ins System, was auch zum Anreicherung führt, das auch zur Rauchbildung führt. Also hier das Ding auch ersetzen. Da ist ein O-Ring mit dran, wenn der nicht richtig abschließt. Das werden wir als nächstes machen. Das tauschen wir aus. Den E-Choke tauschen wir auch aus und prüfen noch, ob Spannung anliegt. Dann sollte hoffentlich das in Ordnung sein, sonst kann auch nochmal an der Pumpe ein Problem liegen. Legen jetzt einfach mal Spannung von hinten drauf, quasi rückwärts, und schauen jetzt, was am Spannungsregler ankommt, ob es da einen Spannungsabfall gibt oder ob eine Leitungsunterbrechung stattfindet, um zu sehen, warum da jetzt der E-Choke nicht geht. Um das zu prüfen, muss man vorne die Verkleidung rausmachen. Also das ist eigentlich mit einer Schraube unter dem Logo, unter dem Emblem, eine Kreuzschlitzschraube. Wenn man das Emblem wegmacht, dann kann man die Schraube lösen und dann hat man Zugang hier zu den Innereien. Jetzt haben wir hier den Spannungsverteiler, nenne ich es jetzt mal. Und nach Schaltplan haben wir hier auf der Belegung 1 ist der Durchgang. Ja, also es sieht aus, wie wenn das Plus geschaltet ist. Und jetzt haben wir das mal rückwärts verlegt und wir sehen hier, dass wir hier auf jeden Fall eine Spannung haben. Also das Kabel ist jetzt in Ordnung. So, jetzt wieder zurück. Das neue Teil ist gekommen. Anschlüsse oder besser Steckerkontakte sind gleich. Und das passt schon mal. So, was mir auf den Anhieb aufgefallen ist, ja gut, hundertprozentig sieht es nicht identisch aus, aber zumindest vorne die Anschlüsse sind gleich. Aber was man jetzt sieht hier, dass wir einmal hier weiter drin sind, wie hier, aber das hat jetzt eigentlich keinen großen Einfluss, weil der geht ja nachher sowieso runter. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, wie das mit der Passgenauigkeit nachher ist von der Tiefe hier, von der Einfahrttiefe. Ob wir da in den Vergaser reinkommen. Vom Durchmesser passt's. Vorher prüfen wir nochmal, ob der überhaupt geht. Sonst wäre das für die Katz. Also hier keinen Kurzschluss machen am besten. Also er nimmt auf jeden Fall schon mal auf. Scheint deutlich schneller zu gehen. Müssen wir gucken, jetzt sind wir in der entscheidenden Phase. Jetzt geht es auch ein bisschen langsamer. Gucken wir mal, wie lange es dauert, bis er rauskommt. Ja, nimmt schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Die Stromaufnahme wird geringer, das heißt, er müsste rauskommen. Ja, man sieht jetzt, dass das schon was geht. Jetzt sind wir bei 38, also funktioniert auf jeden Fall, geht schön raus. Schön gleichmäßig. So, das passt eigentlich. Jetzt verbauen wir ihn. Ich nehme da immer ein bisschen Flutschi, dass das geschmeidig reingeht.
So. So, jetzt sind wir am Moped. Jetzt bauen wir das wieder ein. Also was ihr checken müsst, ist auf jeden Fall, ob die Düsengrößen auch richtig sind. Da guckt in eurem Reparaturbuch nach oder beim Hersteller. Weil wenn ihr zu große Hauptdüsen drin habt oder falsche Düsen generell, dann passt es auch nicht. Dann kann es auch sein, dass er raucht. Und natürlich müsst ihr auch die CO-Schraube richtig einstellen. Wenn ihr das Gemisch zu fett habt, dann raucht er unter Umständen auch. Das können wir schon mal anschließen hier. Den anderen lassen wir nochmal weg, den E-Choke, damit man nochmal sehen kann, ob beim Motor an, ob da Spannung anliegt. Sprit ist gesichert. Was habt ihr für ein Problem an eurem Zweitakter? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch gefällt, was ich mache, gebt mir ein Like. Das unterstützt mich ein bisschen in der Motivation. So, gecheckt haben wir. Also im System bis hierhin haben wir Saft. Also entweder hat der nicht immer richtig funktioniert. Vielleicht hat er auch gehangen, der E-Choke. Das kann auch passieren. Jetzt ist der neu. Jetzt gucken wir, ob Saft anliegt. So, jetzt fahren wir mal warm und dann müssen wir nochmal Standgas einstellen und Double-Check machen. Aber er läuft recht gut und qualmen tut er nicht mehr. Zieht schön. So, abschließend prüfen wir das Zündkerzengesicht, muss jetzt abschließend noch gecheckt werden. Dazu braucht man natürlich eine schöne Probefahrt. Rehbraun sollte es sein, dann passt alles. Rauchen tut er nicht mehr, also möglicherweise hing dieser Choke, ne? Der ist wahrscheinlich nicht ganz runtergegangen mehr, der hat festgehangen, dann hat man auch eine starke Rauchentwicklung. Wir prüfen das Zündkerzengesicht. Das muss natürlich nach einer guten Warmlaufphase passieren. Bei einer neuen Zündkerze dauert es natürlich viel länger. Also wir befinden uns schon in einem ziemlich guten Bereich. Also jetzt hier mit Anstrahlung kommt sie deutlich heller vor, wie sie ist auf der Kamera. Aber hier sind wir schon mal in einem richtig guten Bereich drin. Für eine optimale Verbrennung sieht es schon ganz ordentlich aus. Ein klein wenig dunkler kann sie ruhig sein.
Wie ihr gesehen habt, Moped läuft wieder einwandfrei, keine Rauchentwicklung. Was haben wir gelernt? Düse muss natürlich in der Schwimmerkammer richtig drin sitzen, O-Ring darf nicht defekt sein, Düse muss sauber drin sitzen, E-Choke muss funktionieren, das heißt, wenn der E-Choke irgendwie mal hängt, dann haben wir auch eine erhöhte Rauchentwicklung. 2 Ursachen für Rauchentwicklung. Weiterhin kann natürlich sein, dass falsche Bedüsung, Teillastnadelstellung, all diese Dinge können zu einer erhöhten Rauchentwicklung führen. Auch mögliche Ursache ist die falsche Pumpeneinstellung. Die Pumpe hat eine Markierung, die müsste gegenüberstehen. Die 2 Markierungen müssen gegenüberstehen. Wenn ihr da mehr wissen wollt, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Hat es euch gefallen, dann lasst ein Like da. Das würde mich unterstützen. Oder abonnieren, noch besser, wenn ihr noch weitere Filme sehen wollt und nichts verpassen wollt. In diesem Sinne danke ich euch fürs Reinschauen. Bis bald und ciao.